Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen am Sonntag. Wir schauen. Ihr dürft wieder wählen. Ich lege die Karten wieder oben ran. Diesmal nehme ich mal die Krafttiere. Die haben auch immer eine spezielle, besondere Botschaft. Und dann legen wir los heute. Ich würde gerne einen Lebensbaum nehmen, weil heute Sonntag ist. Und ich ja gesagt habe, wir machen es jeden Tag ein bisschen speziell. Und ich bin auch gleich soweit. Das glaube ich, muss ich nochmal wegtun, Leute. Ich lege es dann nachher nochmal ran. Aber der Baum braucht Platz. Also, was möchte das Leben uns heute mitteilen? Ja, das Leben sagt, wenn dir eine Tür zugemacht wird, geht die nächste auf. Es geht darum, sich auch selber immer wieder Türen zu öffnen. Es geht darum, tatsächlich auch etwas zu investieren, damit sich eine Tür öffnet. Wir haben den Mann dabei, das Prinzip des Erschaffens, das Gebende. Ne? Also hier investiere in deine Dinge. Du tust es ja für dich. Investiere in deine Arbeit. Auf alles, was du mit Liebe investierst, wirst du auch zurückkriegen. Hier kann auch sein, dass sich finanziell neue Türen öffnen für einen oder anderen, jedenfalls sehr spannend und auch emotional. Was ich hier auch habe, das ist sehr speziell. Es geht darum, trotz aller Verbundenheit und auch Themen, wo man, sagen wir mal, als Paar hat, vielleicht auch finanzielle Lebensthemen oder so, je nachdem, dass man so unabhängig wie möglich bleibt, ne? Dass man sich nicht von zum Beispiel dem Geld des Partners oder den Gefühlen des Partners abhängig macht, sondern dass man seine eigene Wurzel spürt, dass man vielleicht auch verstärkt spürt, wo man da noch irgendwie Emotionen hat, die nicht frei laufen, wenn es um das Thema Unabhängigkeit geht. Hier liegt noch ein Wissen an, das man noch nicht so richtig rankommt. Ne? Das kommt hier so peu à peu und wird hier für eine tolle Überraschung sorgen. Also das ist hier was überraschend Gutes, was hier im Verborgenen liegt. Man kann schon sogar sagen, hier liegt so eine emotionale Erfüllung. Denkt an die Türe da oben, die entweder Unabhängigkeit mitbringt, auch im finanziellen Bereich oder auch so in Partnerschaften, wo der manch eine oder andere vielleicht das Gefühl hat, mit dir steht oder fällt meine Welt, mit dem, was der andere tut, ist auch mein emotionales Leben beeinträchtigt oder betroffen. Und hier tut sich echt was auf, das haben wir ja lange nicht gesehen oder übersehen oder wir haben dem, was wir gesehen haben, auch misstraut. Es wird hier Zeit, ich sag mal, schweren Koffer abzustellen, gepaart von trennenden Gedanken, Zweifeln, Ängste vor Neubeginnen oder auch, wo man sagt, ich trete lieber die Mühle weiter, damit ich keine Konsequenzen in irgendeiner Art erleben muss. Da ist der Verletztheit genug, wo man aber auch überdacht hat, dass zum Beispiel in gewissen Bereichen Trennungen auch nicht richtig wären oder sich nicht gut anfühlen, weil man dadurch eventuell seine Verbundenheit verliert. Aber das ist ein Irrglaube, das kann man nicht verlieren. Hier geht es darum, seine Reise mit leichterem Gepäck weiterzugehen, sowohl finanziell als auch emotional. Kämpfe, die wir mit unserem Umfeld haben, mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, vielleicht auch mit Freunden, möchten hier niedergelegt werden. Man sieht hier irgendwie so
ja, dass so Harmonie hier in die Themen reinkommen möchte. Auch die neuen Türen, die öffnen sich hier auch für unser Umfeld, für die Kinder zum Beispiel. Und ja, es sind so Herzensentscheidungen, die anstehen. Ne? Welche Tür nehme ich? Welche mache ich zu? Welche mache ich auf? Öffne ich eine Tür, die mir schon mal zugemacht wurde? Hat dir die Vergangenheit tatsächlich was anderes zu sagen, als dass das, was früher mal war, sich wiederholen würde? Sowas alles, ne? Hier ist es Zeit, neue Wege zu gehen und die können wir hier auch nicht wegdrücken, denn das Herz zeigt sie uns auf. Schicksalshafte Zeit, wo, ja, ich denke, das liegt schon auch an der Vorweihnachtszeit, da ist man so ein bisschen offener, die Leute sind herzlicher, viele sind auch gestresster, aber man ist so empfänglich für Herzensangelegenheiten. Ne? Ich sehe auch hier wieder, guckt mal, wenn man hier die Tür nimmt und hier hat man den Schlüssel für diese Türe, mit dem man auch Distanzen überwinden kann. Ne? Du kannst mit diesem Schlüssel entscheiden, öffne ich, schließe ich zu, verstecke ich den Schlüssel. Ne? Das ist schon ein mächtiges Instrument und hier sieht man mit dem Kreuz und der Sonne halt auch, dass so eine Zeit, wo dir vielleicht auch alle Türen zugegangen sind oder du gedacht hast, ich öffne mir nichts Neues, das bringt mir nichts. Das zeigt sich hier als erledigt und als richtungsweisend gute Änderung. Ja, hier geht es auch so an die Themen ran, wo man keine Lösung gefunden hat, wo man stagniert ist, wo man Verlustgedanken hatte. Ne? Öffne ich mir die Tür, könnte ich hier auch eine gewisse Konsequenz haben. Und man geht hier leichter an die Themen ran. Und wir kriegen hier sogar Lösungen geschenkt, die längerfristig geschütztes Fundament bieten. Auch wieder so zum Aufblühen führen, innerliches Aufblühen, da wo man vielleicht vorher so ein rumgedarbt hat. Und für einen oder anderen sieht man ja auch geschützte Änderungen und Lösungen im beruflichen Bereich. Gerade im beruflichen Bereich sieht man sogar den Weg aus dem Labyrinth sehr deutlich, in Kürze und auch wirklich als, ich nenne es überraschendes Geschenk. Also das wird hier eine Richtung sein, die hat man so nicht erwartet. Es kann auch mit Erleichterung einhergehen. Möglicherweise auch auf 2 Wegen. Es kann ja die Arbeit von zu Hause aus betreffen oder es kann an sich so sein, dass das Arbeitsfundament sich sehr stabilisiert, dass Wege aufgehen, wo vorher Labyrinth war. Und ich habe wirklich auch 2 oder mehrere Bereiche, die hier ja auch unter einem besonderen Schutz stehen. Es wird euch jetzt nicht überraschen, dass wir selbst an der Wurzel liegen. Ne? Das heißt, es geht um unsere Wurzelthemen, es geht um uns. Wenn du den Baum untereinander angucken würdest oder hintereinander, wären wir praktisch die Wurzel des Übels, nenne ich es mal. Und hier oben in der Korrespondenz haben wir oder in der Spiegelung die Tür. Es kommt also schon drauf an, für was du dich entscheidest, welche Tür öffnest du dir. Und das, was hier unten an der Wurzel liegt, wirkt sehr erdend und sehr stabilisierend und mit überraschenden Ergebnissen, die Lebensreise wirklich mit leichterem Gepäck auch weiterzufahren. Wunderbar, ihr Lieben. Jetzt nehmen wir die Krafttiere nochmal her. Da das sonntags jetzt hier bis zu Weihnachten eine längere Legung morgens immer ist, verzichte ich auf das Sonntagsgoodie. Mache ich es morgens ausführlicher, dann wisst ihr es schon. Ich würde schon wieder rechts nehmen. Und da haben wir den Fuchs mit dem Thema Selbsterkenntnis. Da geht es darum, dass man eine Enttäuschung ganz gut überwinden kann, dass man seine Wunden pflegt, dass man sich um seine eigene Genesung kümmert.
Man sieht sich zurück, man spielt das Glück abseits von Wegen, die wir schon kennen. Und genau das korrespondiert ja wahnsinnig mit der Legung. Ne? Die Wege, die du kennst, die öffnen dir keine neuen Türen. Gehört dazu, etwas wegzulassen, wo sich nichts getan hat, wo man vielleicht übersehen wurde, wo Wünsche und Bedürfnisse, die man hatte, einfach übergangen wurde, entweder von Menschen, von anderen oder vom Leben. Man sieht sich so ein bisschen als Suchender. Man hat das Gefühl, ich überlebe mehr, als dass ich lebe und irgendwie habe ich zu wenig. Ne? Hier geht es viel um die Spiegelblicke. Hier darf man erkennen, dass man zufrieden sein kann mit dem, was man hat, dass man versorgt ist, dass man sich nicht mit anderen messen oder vergleichen braucht oder zu denken, oh, da bin ich blonder, da bin ich dünner, da bin ich mit Mängeln behaftet und ein anderer kommt besser weg. Und es geht auch darum, sich selbst zuzuhören, sich selbst zu geben, was man braucht und wünscht. Hier ist auch so ein bisschen Rückzugtendenz, denn da wird hier Selbsterkenntnis geboren. Und es fängt an, ein Weg, wo man seines eigenen Glückes Schmied ist, wo man sich bewusst ist, welche Tür man öffnet und welche man besser zulässt. Dann gucken wir die andere Seite an. Ja, ihr habt die leere Karte, da ist alles möglich. Ihr könnt heute verstärkt mal gucken, welches Tier mit euch spricht oder wo ihr immer wieder ein bestimmtes seht. Vielleicht habt ihr auch ein eigenes Tier, einen Hund, eine Katze, ein Pferd, keine Ahnung. Und diese Botschaften, die kann man natürlich auch googeln, die Krafttiere, wenn ihr da was wissen wollt. Also seid heute achtsam und guckt, was euch begegnen möchte. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich drücke euch bis bald.